Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wie geht es euch? Ist es bei euch auch so heiß wie hier? Die Aufnahmen aus dem heutigen Video sind schon ein bisschen älter. Damals war es nicht so warm wie jetzt. Kennt ihr Münster? Münster ist eine Stadt im Westen von Deutschland und hat ca. 320.000 Einwohner. Es leben dort auch viele Studenten. Ich war neulich mit meinem Freund dort, um ihm Münster zu zeigen. Es ist eine sehr schöne Stadt. Mir gefallen die alten Gebäude mit den goldenen Verzierungen besonders gut. Ich finde, dass sie der Stadt einen ganz besonderen Charme geben. Außerdem findet man in Münster viele kleine Geschäfte mit tollen Produkten. Jeden Mittwoch und Samstag gibt es dort einen Wochenmarkt. Dort kann man Obst, Gemüse, Fleisch, Brot und viele andere leckere Sachen kaufen. Die Atmosphäre dort gefällt mir sehr gut, weil ich gerne Wochenmärkte besuche. Nachdem wir auf dem Markt waren, sind wir in ein Kunstmuseum gegangen. Dort gibt es viel zu entdecken. Außerdem hat man eine schöne Aussicht auf den Marktplatz. Das Museum gibt es seit 1908, also schon über 100 Jahre. Besonders interessant fand ich die Architektur des Gebäudes. Wir haben dann den Tag am Aasee ausklingen lassen. Der Aasee ist ein beliebter Treffpunkt für viele Studenten und hat mir auch sehr gut gefallen. Nach unserem Tag in Münster sind wir nach Düsseldorf gefahren. Düsseldorf ist für seine große japanische Community bekannt. Deswegen haben wir natürlich als erstes Ramen probiert. Die waren wirklich lecker. Habt ihr eine Lieblingssorte? Der bekannte Fluss namens Rhein fließt durch Düsseldorf. Die Atmosphäre ist da abends wirklich toll. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich in San Francisco. Der Rhein fließt auch durch andere Städte, wie zum Beispiel durch Köln. Es gibt außerdem eine kleine Rivalität zwischen den Menschen aus Köln und aus Düsseldorf. Sie streiten sich immer darüber, welche Stadt die bessere ist. Am nächsten Tag waren wir frühstücken. Ich habe einen Breakfast Burrito gegessen. Mein Freund hat Eggs Benedict gegessen. Dann haben wir den restlichen Tag in 2 Museen verbracht. Es gab dort viele verschiedene Kunstwerke. Man kann sich in Museen immer gut entspannen, deswegen mag ich sie. Abends haben wir dann natürlich Pho gegessen. Eigentlich muss ich immer auf jedem Trip mindestens einmal Pho essen. Die Pho in Düsseldorf war eine der besten, die ich bis jetzt gegessen habe. Auch die abendliche Atmosphäre im Restaurant hat mir sehr gut gefallen. Ein perfekter Tagesabschluss. Am Tag darauf sind wir nach Köln gefahren. Als erstes haben wir den Kölner Dom gesehen. Den kennt ihr bestimmt auch, oder? Er ist weltweit bekannt. Auch in Köln haben wir ein Museum besucht. Ich habe also während dieses Trips wirklich viele Museen besucht. Dann mussten wir uns verabschieden und ich bin nach Hause gefahren. Ein paar Tage danach war ich bei meiner Oma. Ich habe mit meiner Familie Ostern gefeiert und wir haben viel Schokolade gesammelt. Das ist eine typische Tradition an Ostern in Deutschland. Die Eltern verstecken Süßigkeiten, besonders Schokolade, im Garten und die Kinder suchen sie. Natürlich wird nicht gesagt, dass die Schokolade von den Eltern kommt, denn der Geschichte nach hat der Osterhase diese Schokolade gebracht. Außerdem konnte ich meine Cousine nach langer Zeit wiedersehen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Da wir beide Studentinnen sind, haben wir auch zusammen in einem Café gelernt. Lernt ihr lieber alleine oder mit anderen Menschen zusammen? Das war es wieder für heute mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.